Hallo, wir sind Christopher und Andrea. Auf unserem Weg nach Tunesien haben wir im letzten Teil einen kurzen Zwischenstopp im schönen Erzgebirge eingelegt. Von dort geht es dieses Mal weiter in das südlichste Bundesland. Vielleicht hätten sie die Breite noch mal ranschreiben sollen. Sah schlimmer aus, als es war. Aber habe ich auch gedacht. Ah, ja, schön. Mega schön gerade. Also es wird jetzt halt langsam kalt. So der Frost ist hier noch überall. Die Luft ist richtig angenehm. Ja, voll schön. Freue mich. Wir sind mittlerweile hier auch an der tschechischen Grenze. Also eigentlich wollten wir ja gar nicht nach Tschechien. Wir hatten einen ganz anderen Weg geplant, aber hat sich halt so ergeben. Also wir sind halt aus dem Erzgebirge raus, sind durchs Vogtland jetzt ein bisschen gefahren. Auch eine ganz schöne Gegend. Ich wusste ehrlich gesagt vorher gar nicht, wo das Vogtland ist. Also man hat es öfter schon mal gehört. Also richtig geografisch zuordnen konnte ich es bisher nicht. Ja, jetzt sind wir hier bei Bad, habe ich vergessen, muss ich gleich mal einblenden, Bad irgendwas. Und da wollen wir auch die tschechische Grenze gleich überqueren. Und dann fahren wir von Tschechien wieder weiter nach Bayern, weil es einfach kürzer ist, durch Tschechien zu fahren, als einmal den Weg wieder außen rum. Ich kann mir diese Karte so ein bisschen einblenden, da sieht man das. Das ist so ein kleiner Zipfel. Und da sind wir jetzt gerade unten drin. Haben uns hier einfach so einen Rastplatz gesucht, war gestern Abend schon recht spät. Und ja, dann geht es jetzt halt weiter. Ich habe ganz vergessen, dass wir ja über eine Grenze fahren. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt schon wieder Kontrollen sind. Man hat ja sowas gehört. Also deswegen haben wir mal unsere Pässe wieder mit nach vorne genommen. Genau, und die Autopapiere mal rausgesucht und so weiter. Aber ich glaube, da sind keine Kontrollen. Ich glaube, das ist auch sowieso so eine Pendlerabkürzungsstraße. Ich gehe davon aus. Ja, normalerweise ist ja auch Maut in Tschechien. Aber ich hatte mal nachgelesen, also es ist nur auf Schnellstraßen und auf Autobahnen. Und das Ende ist eigentlich laut meinen Recherchen mautfrei. Also wir haben jetzt auch nichts gekauft, weil das ist echt kompliziert in Tschechien. Muss man so eine Box sich holen und muss man sich eigentlich auch zusenden lassen oder irgendwo an der Tankstelle holen und dann bezahlt man irgendwie so eine Kaution und das lohnt halt nicht. Wir sind jetzt nur 2-3 Tage, eigentlich nur auf der Durchreise da und da meiden wir einfach den Schnellstraßen und Autobahnen. Das war mal der deutsche Grenzposten. Hier ist nichts los. Die Brücke müsste jetzt die Grenze sein. Jetzt. Warte. Und Jetzt. Tschechien. Ah, da ist noch ein Schild. Juppie. Gleich viel günstiger. Das ist synchron, ne? Achso. Es waren übrigens doch Euro an der Tankstelle eben. Und 1,26 kostet der Liter Diesel hier jetzt. Also da hat sich schon das Rüberfahren gelohnt. Das war mir gar nicht bewusst, dass das hier so viel günstiger ist. Sparen wir Weg und auch noch Spritgeld. Wir haben hier einen schönen Platz am See gefunden. Den See sieht man allerdings gerade nicht. Es ist total neblig. Jetzt erkunden wir das hier mal ein bisschen, weil irgendwie kommen hier komische Geräusche aus dem Busch. Ich bin gespannt. Ist echt total neblig. Also ich glaube, wir machen das Auto jetzt mal zu erstmal. Ja. Und dann gehen wir mal gucken. Also irgendwie kleine Kinder, die da so ein bisschen rumquieken. Aber das ist irgendwie so ein Fiepen. So, Ja, das sind kleine Kinder, die... Meinst du? Das Ja. hört sich so wie von Tieren an. Ich glaube, man hört das nicht auf. Das ist so ein Ich glaube, das sind kleine Kinder, die reden. Nein, das glaube ich nicht. Schon ein bisschen gespenstisch. Es stehen auch voll viele Autos auf dem Parkplatz, aber keine Menschenseele zu sehen. Das ist auch so ein Lost Place. Guck mal, das ist ein Ruin. Ja, so ein Fundament. Ich glaube, wir haben die Geräuschquelle gefunden. Das sind Angler da unten. Und da liegt auch ein Boot und sowas. Wir gehen da mal runter. Guck, da ist richtig viel los.
Ja, heute kann man hier auch ein bisschen mehr sehen. Ist echt ein schöner See. Also ich wollte ja eigentlich, war der Plan noch baden zu gehen, aber unsere Strandseite ist nicht so schön. Die ist so doll steinig, da hatte ich jetzt keine Lust reinzugehen, weil ich bestimmt doch ein paar Minuten länger brauche. Die andere Seite ist halt echt schön, da ist ein richtiger Sandstrand. Aber ja, da stehen wir halt leider gerade nicht. Aber ansonsten war das hier echt ein schöner, ruhiger Platz. Hier war jetzt nichts los. Wir werden jetzt auch zusammenpacken. Ich glaube, Andrea packt schon gerade zusammen. Und dann wollen wir einkaufen, noch ein paar tschechische Spezialitäten, einmal volltanken und dann geht es wieder zurück nach Deutschland, also nach Bayern. Kann oben drauf hauen. Nicht viel Sicht heute hier in Bayern. Ja, wir hatten uns eigentlich so ein paar Plätze noch rausgesucht, wo wir vielleicht gerne nochmal hinfahren wollten, ein paar was Sachen angucken, aber ja, bei dem Wetter macht das halt keinen Sinn. Jetzt haben wir gleich hinter der Grenze hier einen Platz gesucht und ja, mal gucken, wie morgen das Wetter wird. Ich glaube, morgen soll ein bisschen sonniger wieder sein. Ist ja ein Wandererparkplatz. Da können wir dann morgen wandern gehen. Wir mussten heute Morgen nochmal umfahren, weil wir hatten nicht genug freie Sicht auf den Himmel. Unser Internet hat nicht ordentlich funktioniert und wir müssen ja arbeiten. Deswegen stehen wir jetzt hier vorne und hier hat man auch freie Sicht zum Himmel. Ja, Wetter ist immer noch nicht so doll. Irgendwie scheint keine Sonne, die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Ist immer neblig und ich hatte so ein paar Klettersachen hier rausgesucht. Das können wir, glaube ich, alles knicken. Das funktioniert alles nicht bei dem, oder macht halt auch keinen Spaß bei dem Wetter. Aber ich habe mir was anderes überlegt, habe eine schöne Überraschung, wo wir jetzt hinfahren. Also eine Überraschung für Andrea. Ich erzähle auch noch nicht, wohin. Das darf sie nachher erzählen und zeigen. Ja, wir haben das Auto jetzt stehen gelassen, da vorne, und gehen jetzt zu Fuß weiter. Also ich dachte, man sieht irgendwo, man kommt am Ortschaftschild vorbei oder sowas, wo wir hinfahren. Also ich habe es mittlerweile auch schon erzählt, weil wir fahren nämlich nach Wackersdorf. Also nicht direkt nach Wackersdorf, sondern Ja, also zum Franziskusmerkel. Also das ist so eine kleine Kapelle, glaube ich, ne? Und das gucken wir uns jetzt mal an erstmal. Wackersdorf ist was ganz Besonderes für mich, denn ich habe damals meine Abschlussarbeit über den zivilen Ungehorsam geschrieben und dabei kommt man natürlich um die Anti-Atomkraftbewegung der 80er Jahre nicht drum herum und eben auch um die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und da hat es damals ganz viele Proteste gegeben mit Hunderttausenden Menschen. Und hier in der Nähe war auch die Wiederaufbereitungsanlage, die gebaut werden sollte. Und genau hier waren dann die Protestcamps. Damals haben sich Naturschützer, Linke und auch die Christen haben sich zusammengeschlossen und sind zusammen demonstrieren gegangen gegen diese Wiederaufbereitungsanlage. Und hier in Gemeinde Marterl war nach der Sonntagsandacht war dann immer der Sonntagsspaziergang und da sind die ganzen Leute dann zum Bauzaun gegangen, um eben friedlich zu demonstrieren. Und irgendwann ist das dann in diesen Protestcamps geendet und dann auch in ziemlich großen Ausschreitungen mit auch ein paar Toten leider. Und ich habe damals versucht, über Wackersdorf ein bisschen mehr rauszubekommen, habe versucht zu recherchieren, auch an der Polizeihochschule. Und leider sind die Unterlagen und die Berichte immer noch unter Verschluss und ich bin nicht dazu gekommen, diese zu lesen. Eigentlich sehr schade. Und umso schöner ist es jetzt irgendwie mal vor Ort zu sein. Es ist ja von uns oben, es ist ein bisschen weit weg.
Und leider ist es recht klein und gar nicht ausgeschildert, und obwohl es so viel bewirkt hat. Ja, weil wir ja gerade im Thema sind. Also wir haben jetzt eben gerade auch noch mal ein bisschen was dazu gelesen. Und da haben wir ja festgestellt, dass es auch in Burg Lengenfeld gibt einen Gedenkstein. Der bezieht sich auf dieses Festival, was in Bezug auf die Proteste gegen Wackersdorf stattgefunden hat. Das Anti-Wahnsinn-Festival. Genau, und da gibt es hier einen Gedenkstein. Und den wollen wir uns natürlich auch angucken. Aber der ist gar nicht so leicht zu finden. Also wie das andere auch, ist das echt schlecht ausgeschildert. Ja, die Erinnerungskultur wird nicht so richtig gelebt hier für diese Ja. Wackersdorf-Geschichte. Das ist etwas schade, weil es wirklich eine ganz interessante Geschichte ist. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier nach Burg Lengenfeld gefahren. Und Burg Lengenfeld ist echt schön, weil... Hier waren wir auch schon mal, also auch zu einem Festival, aber das ist schon ein bisschen vor 2 Jahren, glaube ich. Ne? Ja, genau. Hier gibt es nämlich das Jugendzentrum, das JUZ. Und das ist eins der ältesten autonomen, selbstverwalteten Jugendzentren Deutschlands. Und das ist ziemlich cool. Also da sind immer schöne Veranstaltungen. Leider ist aber halt, wurde das dieses Jahr verkauft, das Gebäude von der Stadt an einen Privaten. Und jetzt ist die Zukunft sehr ungewiss. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass das irgendwie alles sich regelt. Aber es ist echt schade sowas. Und jetzt gucken wir uns erstmal den Stein an. Wir sind jetzt am Mühldorf am Inn. Hier waren wir schon häufiger mal. Das liegt in Oberbayern, also weiter südlich in Bayern, denn hier unten wohnen die Oberbayern. Deshalb, so merke ich mir das immer, im Süden ist Oberbayern und die weiter oben wohnen, das sind die Niederbayern. In Österreich ist das genau anders. Da ist Oberösterreich im Norden und Niederösterreich ist halt im Süden. Ja, so viel dazu. Ja, aber an diesem See hier, also an diesem kleinen Baggersee, waren wir schon häufiger mal und sind von hier aus häufiger gestartet, besuchen hier jetzt auch noch ein paar Freunde. Und es ist ein ganz tolles Gefühl, wieder hier zu sein, weil wir hier schon viel Zeit verbracht haben. So, es ist jetzt Ende November und Christopher geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Und wie ist so? Angenehm. Das ist, glaube ich, eine heiße Quelle hier. Wir haben eine heiße Quelle entdeckt. Ja, ja. Das ist ein Hotpot. Mhm. heiße Quelle. Muss mal vorsichtig sein, ist ganz schön heiß. Lass dich nicht von den Karpfen beißen.